Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Und damit sind wir mal wieder in der Vergangenheit gelandet. Und wir haben anscheinend gesoffen wie ein Loch und brauchen jetzt erstmal Sonnenbrille und Schmerzmittel. Hier sehe ich doch schon mal die Sonnenbrille. Take it. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Okay, na, Schmerzmittel wird es wahrscheinlich hier im Bad geben. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. So, richtig cool. Jetzt sieht er eher wie ein Rockstar aus, als wie ein Autor. Dann gucken wir uns mal in unserer Wohnung hier um. Okay. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it. As she called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show. Ja, Alice und Barry können sich anscheinend wirklich nicht so sonderlich leiden. Er sie zumindest nicht. Und hier hatten wir uns ja schon mal umgeschaut, aber jetzt können wir uns nichts mehr angucken. I'd been a guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. Ja, da gucken wir auch gleich mal. Na, da ist doch der Fernseher. Der stand ja das letzte Mal hier vorne noch unausgepackt, aber jetzt haben wir ihn anscheinend ausgepackt und angeschlossen. Dann gucken wir uns das Elend mal an. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallic Show. Thank you everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously, though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that
Autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for a Sam. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? I should have followed her advice, but suddenly I was angry, mostly at myself. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Und damit sind wir zurück. Huch, Entschuldigung. In der Gegenwart. Und ja, in dieser TV-Show waren jetzt schon auch ein paar Insider-Gags versteckt. Und zwar zum einen Sam Lake. Der ist ja auch
derjenige, der hier an dem Spiel der Hauptverantwortliche ist, Poets of the Fall als Band, haben hier den Soundtrack geschrieben für das Spiel. Und natürlich nochmal Sam Lake, weil das Gesicht, das er da gezogen hat zum Ende der Show, kommt einigen vielleicht auch bekannt vor. Der hat sich nämlich als Gesicht damals für Max Payne zur Verfügung gestellt, also von den ersten Max Paynes. Und deswegen sollte er nochmal das Gesicht ziehen. Und ja, hier mal wieder Insider-Werbung, hier Verizon. Und dann müssen wir zum Cauldron Lake und die letzte Seite uns hier schnappen und eventuell alles nochmal umschreiben. Jetzt kommt wieder mein Lieblingsabschnitt mit Autofahren hier. Ich versuche das auch mal richtig, hier schön auf der rechten Seite zu bleiben. Wir sind ja hier nicht in England oder so. Oh, da vorne, das sieht noch interessant aus. Wow! Ist hier noch irgendwas? Kann ich in den Trailer da rein? In den Wohnwagen. Wir haben zumindest mal einen Kontrollpunkt erreicht. Nee, aber hier geht's nicht rein. Hier können wir uns aber wieder ein neues Auto schnappen. Aber vom Prinzip her... Oh, 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 oh. Da sehe ich doch Batterien. Aber ansonsten sehe ich ja nichts. Gut, naja, das rote Auto gefällt mir eigentlich besser, aber ich nehme, glaube ich, mal wieder das silberne. Steht hier noch irgendwas Interessantes? Nö, nur The Majestic Motel. Das kann mir egal sein. Oh, hier hinten ist auch noch Werbung für Batterien, Energizer. Irgendwie muss man das Spiel ja finanzieren, nicht wahr? Irgendwo hier im Gebüsch steht wahrscheinlich auch noch wieder irgendwo eine Thermosflasche rum. Ich schaue mich hier nochmal ganz kurz um. Steht hier irgendwas Interessantes? Ne, Caution. Logischerweise. Ich mag es einfach tagsüber hier in Alan Wake unterwegs zu sein. Das ist echt cool. Ach, guck mal, guck mal, guck mal. Was haben wir hier denn Schönes? Jagdgewehr. Da komme ich nicht rum. Ja, das war doch eine gute Idee. Normalerweise würde man ja hier einfach vorbeifahren, aber man sollte hier auf jeden Fall kurz anhalten. Da unten ist noch eine Hütte. So, jetzt haben wir mal verkehrswidrig. Oh, und da vorne geht's in den Tunnel. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was haben wir hier? Bright Falls Deer Festival. Naja gut, das habe ich ja nun schon zum Äußersten hier gehört. Sag mal, das Spiel hat jetzt in letzter Zeit hier ständig einen Ruckler drin. Ha! Gotcha! Aber wenn jetzt hier noch was drin wäre, das wäre jetzt echt geil. Aber ich glaube, hier kommen wir gar nicht rein. Schade. Sah so vielversprechend aus, aber gut. Man kann nicht alles haben. Ich glaube, wir müssen hier in die Dunkelheit reinfahren. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh. Ja. Das hat super gut funktioniert. Oh shit. Auch noch ein Kontrollpunkt. The darkness Mami. touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again, getting closer.
Willst du mich verkackeiern? Gut, ab hier müssen wir eh normal laufen. Oh, shit. Ja, natürlich. Au. So. Now we're talking. Oh, wir haben ja sogar eine richtig gute Lampe hier. Hab ich gar nicht gesehen. Nicht schlecht. Habe ich eigentlich noch? Ja, ich habe auch meinen normalen Revolver. Und hier haben wir doch noch eine Manuskriptseite. Das Dunkel will Wake aufhalten. Ach, echt? The dark presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Ich freue mich. So. Ja, das war irgendwie absehbar. Ich nehme mal das Autochen hier. Kann ich hier auch? Nee, damit kann ich nur bremsen. Mit A verstärke ich das Licht, okay. Vorne steht ein weiteres Autochen. Ja, machen wir das hier mit, das finde ich ganz cool. Boom, Baby. Hell yeah. Okay, Moment. Ah, das ist das Motel. So, packen wir hier mal korrekt. Bisschen Ordnung muss ja sein hier. Jetzt hoffe ich nur, dass die Kollegen mich hier nicht verfolgen. Hab nur einen erledigt. Ich glaube, in dem Hotel gibt es auch noch ein bisschen was quasi zum Mitnehmen. Dann gucken wir mal ganz kurz. So, hier können wir Based on the signature das in the motel untersuchen. register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Ah, dann sollte ich mir mal das Zimmer Nummer 2 reinziehen. Ah, das ist eine Schrotflinte. Okay, ich habe jetzt hier 4. Wie viel Schrotflintenmunition hätte ich denn? 6. Na super. Auch nicht sehr viel mehr. Ich halte B gedrückt. Dankeschön. Mal gucken, was ich noch für Munition hier finde, wenn ich denn welche finde. Huch. Ah. Geht's hinten raus. Ist auch gut. Wow. Okay, Revolvermunition. Das ist immer gut. Oh, das scheint auch schon das Zimmer von ihm zu This had sein. obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Oh, Blendgranaten. Sehr fein. Hat er einfach hier mal so rumliegen. Da ist ein Bild von Barry. Das eine ist doch von dem Moderator. Also ganz viele Bilder. Ich glaube auch von dem Arzt, von Sheriff Breaker und so weiter. Ja, doch. Alter Falter. Damit. Immer diese Überraschungen. Och, Leute. Jawohl. Dammit. Ich glaube, dann nehme ich doch mal die Shotgun mit, weil ich glaube... Jetzt habe ich hier noch 3 Schüsse. Schnappe ich mir doch mal lieber die
Weil das ist dann, glaube ich, gehupft wie gesprungen. Ah, da hinten ist noch ein erleuchtetes Auto. Wir müssen eh in die Richtung. Hier käme ich auch, glaube ich, nicht mit... Also hier könnte ich mit dem Auto drüber springen. Ansonsten könnte ich hier hinten rumfahren. Wir können ja auch einfach das Boot hier nehmen. Einmal runterrollen lassen. So, ne, hier liegt aber anscheinend nichts mehr. Gut, dann nehmen wir da Einfachheit halber das Töff hier vorne. Wenn das schon hier so präsentiert wird, dann... Okay. Keine gute Idee. War ich hier drüben? Ist auch noch ein Parkplatz. Kurz umgucken. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier irgendwas Interessantes. Wow, Freunde!